Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause eine riesige XXL Giotto-Kugel backen könnt. Dafür als erstes zwei gleich große und halbkugelförmige Müsli-Schalen so glatt wie möglich mit Frischhaltefolie auskleiden. Wenn das erledigt ist, kümmern wir uns um die Waffelschicht. Dafür habe ich hier 200 Gramm Eiswaffeln. Alternativ könnt ihr hier aber auch beispielsweise Butterkekse verwenden, ganz wie ihr wollt. Die Waffeln jetzt in eine Rührschüssel geben und mit den Händen so fein wie möglich zu kleinen Krümeln zerbröseln. Als nächstes 150 Gramm geschmolzenes Kokosfett zu den Bröseln gießen. Alles einmal gut miteinander verrühren, bis sich beide Zutaten gut miteinander verbunden haben und die Waffelbrösel anschließend gleichmäßig auf die beiden Müslischalen verteilen. Jetzt einen Löffel hernehmen, die beiden Müslischalen gleichmäßig bis hoch zum Rand mit den Waffelbröseln auskleiden, alles so gut es geht glatt streichen und die beiden Schalen danach für mindestens 30 Minuten zum Aushärten in den Kühlschrank stellen. Währenddessen kümmern wir uns um die Haselnusscreme, dafür 200 Gramm weiße Schokolade, 200 Gramm Kokosfett, 50 Gramm Nuss-Nougat, 2 Päckchen Vanillezucker und 400 Milliliter Milch in einen Topf geben. Alles unter ständigem Rühren bei niedriger bis mittlerer Hitze erwärmen und so lange weiter rühren, bis Schokolade, Kokosfett und Nougat komplett geschmolzen sind. Die heiße Milchmischung anschließend vom Herd ziehen, zusammen mit 150 Gramm gehackten und gerösteten Haselnüssen in einen Standmixer geben und dann für mindestens 5 bis 6 Minuten zu einer glatten und eher dickflüssigen Haselnusscreme pürieren. Die fertige Haselnusscreme danach leicht abkühlen lassen, dann auf die beiden Müslischalen verteilen und im Anschluss wieder in den Kühlschrank stellen und über Nacht fest werden lassen. Am nächsten Tag können wir das XXL Giotto dann zusammenbauen, dafür die beiden Müslischalen nacheinander auf ein Brettchen oder Backpapier stürzen, die Schalen entfernen, die Frischhaltefolie vorsichtig abziehen, im nächsten Schritt die beiden Hälften zu einer Kugel zusammensetzen, alles vorsichtig festdrücken und an der Schnittfläche etwas begradigen. Jetzt fehlt im Prinzip nur noch die äußere Haselnussschicht, dafür die Giotto-Kugel rundherum mit geschmolzener weißer Schokolade einpinseln und dann 150 Gramm gehackte und geröstete Haselnüsse daran andrücken, bis die gesamte Kugel mit Haselnüssen bedeckt ist. Anschließend muss die Schokoladen-Haselnussschicht nur noch fest werden und danach können wir das riesige Giotto auch schon servieren. So sieht es dann aus. Daneben ein paar Giotto in Originalgröße. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.